ich habe jetzt noch mal ein bisschen Rinderbauch gekauft. Werde ich das Fett jetzt rausschneiden. Das ist schon sehr fett. So. Schön würfeln. Dann kommt mein Pökelsalz dran. Und da lasse ich mal so mindestens 5 Tage im Kühlschrank liegen zum Pökeln. Diesmal werde ich das auch wieder mit Gemüse und alles kochen, wenn es gepökelt ist. Aber im Schnellkochtopf, weil das habe ich das letzte Mal ausprobiert. Das geht wunderbar und ganz super. Das ist dann jetzt unser Fleisch. So, das packe ich dann jetzt mal in die Gefriertüte ein, weil ich das jetzt abwiege, dass ich weiß, wie viel Pökelsalz ich da dran mache. Gut, das sind jetzt 1200 Gramm. Ich mache da mal 10 Gramm französisches Meersalz. Ich nehme da jetzt mal 12 Gramm Meersalz. Okay. Ne, es sind genau 12 Gramm. 12 Gramm Meersalz. Das ist so braunes Meersalz von Frankreich. Das ist so ein bisschen nass schon. So, wie gesagt, wir haben jetzt 10 Gramm Meersalz. Ich nehme jetzt noch 10 Gramm Pökelsalz. Ja, irgendwie will es nicht. Dann machen wir so. 3, 4, 5. Ja, das sind jetzt genau 12, 13 Gramm, das passt. Es kann ruhig ein bisschen mehr sein. Das ist ja ein bisschen mehr wie ein Kilo. Ich habe 1250 Gramm Rinderbauch. Schön sieht er aus, ne? So, das Pökelsalz haben wir jetzt dran. Also 25 Gramm normal auf ein Kilo. Ich habe das geteilt. So, 5 Gramm Zucker nehme ich jetzt noch dazu. Das sind jetzt 5 Gramm. Ich nehme ein bisschen mehr, da es ja über ein Kilo Fleisch ist. Das sind jetzt 7 Gramm, 8 Gramm. Sonst habe ich jetzt da nichts dran. Also Meersalz, Pökelsalz. Was ich jetzt noch dazu mache, das ist meine Würzmischung. Da ist alles Mögliche drin. Kann man dann auch im anderen Video sehen bei Schinken, wo ich Schinken mache oder so. Wacholder, Beere, alles Mögliche ist da drin. Das mache ich jetzt noch dazu. Das gibt es sehr guter Geschmack. Einfach frei Schnauze. Das wird gut vermischt und wird vakuumiert. Liegt dann für 5 Tage im Kühlschrank. Ja, das wird jetzt gut vermengt. Und dann mache ich das in Vakuumbeutel. Das vakuumiere und dann kommt es weg im Kühlschrank. Das kann dann mal liegen. Normal so 3 bis 5 Tage. Das ist eine gute Zeit. Ich habe es letztens sogar 5, 6 Tage liegen gehabt. Und ich sage euch, hammermäßig. Sieht auch klasse aus, jetzt schon. Gut, wie es dann weitergeht, zeige ich euch dann später. Das ist jetzt Rinderbauch. Da habe ich das Fett ja ein bisschen abgeschnitten. Könnt ihr ja im Video schon sehen. Der ist jetzt gepökelt. Normal 3 bis 4, 5 Tage. Aber der war jetzt gut eine Woche. Also mindestens 7, 8 Tage hat er jetzt. Und ich habe ja die ganze Zeit keine Zeit gehabt. Ich werde jetzt einen Topf holen und alles vorbereiten. So, ich wiege da mal mein vorgepökeltes Fleisch nochmal ab. Das hat jetzt 1300 Gramm, ein paar gequetschte. Der ist jetzt 7 Tage gepökelt. Das ist Rinderbauch. So, das geben wir jetzt hier alles rein. Und diese Brühe, die da noch vielleicht in der Tüte ist, die geben wir dann mit rein. So. Dazu kommt jetzt ein Suppengewürz, ein getrocknetes. Das holt meine Frau als da bei dem Dings da. Ich gebe jetzt da nur so viel rein. Also ein bisschen frei nach Schnauze. Dass überall ein bisschen was ist. So, und das Ganze wird jetzt mit heißem Wasser aufgefüllt. Also ich habe mal schon ein bisschen heißes Wasser gemacht. So dass das leicht drüber steht. So, ich mache da jetzt noch eine Zwiebel rein. Ich sage euch jetzt schon, ihr werdet begeistert sein. Das Ganze wird jetzt 20 bis 30 Minuten im Schnellkochtopf gegart. Ich kann es euch jetzt schon versprechen, das gibt einen geilen Corned Beef, Kraftfleisch, Rindfleisch,
Für diejenigen, die wenig Zeit haben, aber ein super Rezept. Hab's selbst ausprobiert, ganz geil, sage ich nur. So sieht's aus jetzt. Ist jetzt alles soweit drin. Ich habe noch ein paar Zwiebeln dazugegeben. So, das Ganze wird jetzt zugemacht. Das kann jetzt 20 Minuten, halbe Stunde köcheln. Ich stelle mir dann nachher meine Uhr. Wie gesagt, wir machen das jetzt so. Wir warten jetzt erst, bis das anfängt zu kochen und der Deckel sich verschließt. Der ist ja jetzt noch ganz offen. Der verschließt sich ja dann. Und sobald der Deckel sich verschlossen hat, dann stelle ich die Zeit ein. 20 Minuten, halbe Stunde, dann ist das Dicke durch. So, ich bin jetzt soweit bereit. Kocht jetzt schon. Jetzt gehe ich ein bisschen mit Temperatur runter. Aber das so, dass es weiter kocht, aber nicht zu stark. Und ich stelle meine Uhr für eine halbe Stunde. Dann ist das Dicke fertig. So, ich habe einen Kochtopf von der Kochstelle genommen. Schon brödelt das Salz noch weiter. Das kann jetzt mal so langsam runterkühlen. Und dass ich einen Topf aufmachen kann, dass ich dann weitermachen kann. Das riecht jetzt schon so lecker. So, das hole ich jetzt mal raus. Und nachher tue ich dann jetzt mit 2 Gabeln durch das Zerfasern. Sollte man normal aussieben, ne? Das Gemüse. Ja, ein bisschen darf schon mit rein. Das ist so weich. Das ist wirklich so weich, das fällt gerade auseinander. Und das ist halt der Vorteil mit dem Schnellkochtopf. Das Gemüse, das mache ich ein bisschen raus. Ein bisschen darf ja noch dabei sein. Ein paar Zwiebelchen oder so. Wir benutzen heute keinen Fleischwolf. So, ich gucke, dass ich das alles schön rauskriege hier. Das fällt fast von der Gabel runter, so weich ist das. Das sieht schön rot aus. Dass es nachher auch so bleibt, werde ich diesmal nicht diese Brühe nehmen, sondern ich mache nochmal extra heißes Wasser und mache da mein Aspikpulver rein. Das nimmt man so und zieht es immer so auseinander. Mit 2 Gabeln auseinanderreiße oder zerfasern. So, ich habe das jetzt dann so weit zerfasert. Sieht ja ganz toll aus. Jetzt habe ich schon mal probiert, das ist zwar schon ganz gut, aber ich mache da mal ein paar Spritzer von dem geile Küchengewürz dran, frei nach Schnauze. So, da mache ich jetzt noch ein Teelöffelchen Muskatnuss dran. Das reicht. Sag's euch, Leute, wie das schon aussieht. Es gibt wieder Hammer. Alles live, alles eigene Rezepte. So, das sieht schon ganz geil aus. Das ist ein bisschen Mehlfeueressig. Nicht so viel. So Leute, die Brühe schmeckt so gut. Das tue ich jetzt ein bisschen aussieben. Alles bis hier ausgefiltert. So, ich habe mir jetzt 1 Liter heißes Wasser gemacht. Das wiege ich nochmal ab. Kommt dazu Aspikpulver, Speisegelatine. Da kommt auf 1 Liter Wasser 60 Gramm. Ich nehme aber ein bisschen mehr. 30, 40, 60, ich nehme mal 80 Gramm. So. Das tun wir dann gut verrühren. Das muss ich gut auflösen. Mein Aspik ist aufgelöst, das habe ich gut verrührt. Der Grund diesmal ist, warum ich nicht die Brühe von dieser Kochsoße nehme. Das wird mir dann zu dunkel. Das soll schön klar bleiben. Das soll super aussehen. Deswegen mache ich das heute so. Ich fülle jetzt die Gläser. Das wird später dann noch abgekocht. Ja, nicht so viel, weil ich muss ja noch Flüssigkeit reinmachen. Ich mache es jetzt mal nicht so voll. So, das sieht ja ganz lecker aus. Bisschen anstopfen, dass es auch ein bisschen fest ist. Wie gesagt, das Glas nicht so voll machen. Guck immer, dass der Rand schön sauber bleibt, weil anders muss ich später abputzen. Weil wenn die Gläser eingekocht werden, darf nichts am Rand sein. So, ich tue das noch ein bisschen andrücken, dass es überall schön gleich ist. Jetzt gebe ich überall meinen Aspik-Brühe drüber. Die rühre ich noch mal kurz durch.
Fangen wir mal da an. So, das tue ich ja mal noch ein bisschen durchlöchern, dass das überall schön hinläuft. Ja, das läuft noch ein bisschen runter. So. Ich mache jetzt überall, da fehlt ein bisschen, da mache ich noch ein bisschen rein, da, so, und da kann auch, da mache ich ein bisschen mehr rein, weil es nochmal ein Testglas gibt, also bis zum mittleren Rand, Fülle nicht bis ganz oben hin, weil die tue ich ja jetzt nochmal abkochen. Ich zeige euch jetzt mal, wie der jetzt schon so schön aussieht. Guckt euch das an. Das ist Wahnsinn. So sieht er aus. Der ist echt wahnsinnig, sieht er aus. Und so wird auch später der Anschnitt sein, das kann ich euch jetzt schon sagen.